Okay, gut. Ähm, Heute wollte ich dich gern zum 10. Kontakt Ja. befragen. Der war am 26. März 75 am Nachmittag. Und da sagt sie gleich am Anfang, dass du sie bitte nicht unterbrechen mögest, weil sie da über die Geisteslehre Ja. oder Schöpfungsenergielehre spricht. Und also es ist im Grunde im Wesentlichen ein langer Monolog, aber sehr tiefgründig. Und ich wollte gerne ein paar Sachen vorlesen und dann dich dazu befragen. Also sie sagt, der 3. Satz im 10. Kontakt ist, der Mensch ist Träger eines Geistes, der nicht stirbt und der auch im tiefsten Schlafe des Menschen nie schläft, der alle Gedanken und Regungen aufzeichnet, der dem Menschen sagt, ob seine Gedanken richtig oder falsch sind, wenn er darauf zu achten gelernt hat. Ja, und da ist schon die Frage, du erklärst ja, dass es einen Unterschied zwischen unserem Bewusstsein und dem Geist gibt oder der Schöpfungsenergie in uns. Dass das nicht das Gleiche ist. Das ist, glaube ich, das Erste, was man verstehen muss. Schöpfungsenergie bildet das Bewusstsein. Ja, Schöpfung, Lebensenergie bildet das Bewusstsein. Und das ist das, was man früher gesagt hat, wo man jetzt aufgehört hat, damit Geist zu nennen. Und Geist ist einfach ein falsches Wort, ein falscher Begriff für Schöpfungslebensenergie. Oder für Schöpfungsenergie überhaupt. ja, Oder? Und damit ist tatsächlich das Bewusstsein gemeint, dann Schöpfungslebensenergie bildet das Bewusstsein. ja. Aber wenn wir sterben, stirbt ja auch das Bewusstsein, nicht wahr? Das stirbt nicht, nein. Das wandert einfach ab. Das ist wie soll ich dir sagen, das Bewusstsein wird bildet durch Schöpfungslebensenergie. Ja. Und das wird wieder retour genommen, Ja, oder? Das ist ja integriert in der Schöpfungslebensenergie inne, oder? Ja. Dann das, was wir Bewusstsein nennen können, ist Kraft, die Energie von Schöpfungslebensenergie, oder? Und das ist eigentlich das, was wir sagen, es ist das Bewusstsein vom Mensch, oder? Der Mensch selber hat kein Bewusstsein, ein eigenes. Ja. Es wird bildet durch die Schöpfungslebensenergie. Ah, okay. Dann habe ich das immer falsch verstanden. Ich habe das also schon verstanden, dass das Bewusstsein von der Energie gebildet wird, Ja, aber ich dachte, dass halt, wenn wir sterben sozusagen, nur Dann- der Geist übrig bleibt. Schöpfungslebensenergie bleibt zurück und geht wieder retour in Ja. ihre Ebene, wo sie sich evolutionieren tut. Inklusive dem, das muss ich dir einmal, wie soll ich Inklusive dir das sagen? Bewusstsein. Das ist Bewusstsein und das ist Bewusstsein, das ist Schöpfungslebensenergie gesamthaft. Wenn Ja. du Ja. das anschaust. Und da ist einfach das Bewusstsein, das es bildet tut, und das wird nachher wieder mitgenommen. Das ist ein Teil von der Schöpfungslebensenergie. Ja. Es ist nicht ein Teil vom Mensch, sondern es ist ein Teil von der Schöpfungslebensenergie. Ja. Also was dann alles vergeht, ist die Persönlichkeit und der Charakter. Das ist alles, was sich auflöst, Ja. komplett. Das, was der Mensch selber bildet tut. Das Individuum. Ja. Das wird aufgelöst. Und Ja. das ist nicht vorhanden, das erlässt nachher. Ja. Okay. Ja. Aber das Bewusstsein, das ist das, was die Schöpfungslebensenergie tut bilden im Mensch inne, wo
das Verständnis ist, wo die Logik ist, also das, was aufgenommen wird, was Wirklichkeit, Wahrheit ist, das ist die Logik, der Verstand und der Verantwortung. Ja, da, ja, alle, Vernunft. ja, alle Persönlichkeitsaspekte, die Persönlichkeit ist einfach weg. Das bildet der Mensch selber Ja. und das geht nachher weg. Ja, ja. Oder? Aber das, was schöpfungsenergetisch, schöpfungslebensenergetisch ist, das ist nicht einfach schöpfungsenergetisch, sondern schöpfungslebensenergetisch, weil das das Leben der Lebensform gibt. Darum nennt man das Schöpfungslebensenergie. Und nicht einfach Schöpfungsenergie. Ja. Schöpfungsenergie ist alles. Alles, ja. Oder? Ja. Und das ist Schöpfungslebensenergie. Und das bildet auch das Bewusstsein. Und Ja. das geht nach einer Retour, wenn der Tod eintreten tut. Ja. Oder? Und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Weg ist weg. Oder? Es gibt also nicht eine Wiedererweckung vom Körper, vom ganzen Ding, wo der Mensch bilden tut. Ja. Oder? Es ist also schon darum ein Witz, wo erzählt wird, der Immanuel sei wieder zum Leben erweckt worden und das ist einiger Blödsinn, oder? Das gibt's nicht. Wenn die Schöpfungslebensenergie aus dem Körper ist, dann zieht sie nicht neuerdings ein. Sie zieht einmal in den Körper ein und das ist am 21. Tag nach der Zeugung. Ja. Ja, aber jedes Mal neues Individuum, neue Persönlichkeit. Das ist eine neue Persönlichkeit. Ja, ja. Und eben, wenn es Erling sind, wenn es Menschen sind, oder wir sagen ja Erling, oder? Ja. Das, einfach Menschen, oder? Ja. Wo jetzt da auf der Erde leben, das sind einfach Erling, oder? Ja. Oder es gibt also eine Trennung, unzählbare Trennungen von verschiedenen Schöpfungslebensenergien. Also der Mensch, tierisch, dann getierisch oder sonstige Lebensformen, Pflanzen. wo Millionen vielfältig sind, oder? Oder? Auch, da sind auch Pflanzen dabei, Bäume, Blumen und so weiter und so fort. Oder? Und die haben eine spezielle, auf sie wirkende Schöpfungslebensenergie. Oder? Ja. Es ist nicht alleine auf den Mensch berechnet und jede Ebene vom Gesamten, wo die Lebensenergien zurückgehen, wenn die Lebensform stirbt, wenn sie tot ist, die hat ihre spezielle Ebene, wo sie sich weiterentwickeln. Auf irgendeine Art weiss ich auch nicht, was zum Beispiel Pflanzen und so weiter und so fort, wie die das machen, da habe ich keine Ahnung. Ich weiss nur das vom Mensch, dass er sich evolutiv weiterentwickeln, die Schöpfungslebensenergie, und das kommt der neuen Lebensform, der neuen Persönlichkeit, dem Erling oder was es dann ist, vielleicht in einem anderen Universum, ich weiß es nicht, kommt das nachher zu gut. Ja. Es ist also eine Entwicklung, eine Evolution, wo das Wissen weiterbringt, das Wissen weiterbringt, der Mensch mehr lernen, menschlicher wird und so weiter und so fort. Mhm. Okay.
Sie sagt dann weiter, 8. Satz, der Geist und das Bewusstsein halten Ausschau nach dem Vollkommenen, nach Harmonie, nach Frieden, Erkenntnis und Erkennung, nach Wissen, Weisheit, Wahrheit und Schönheit, nach Liebe und nach dem wahren Sein, alles Ja. Großbuchstaben sein, die gesamthaft von absoluter Dauer sind. Ja, das ist das, was ich ja lehren tue. Der Mensch soll wahrlich ein Mensch werden. Und in dem ist alles das enthalten von wahrer Liebe, wahrer Gerechtigkeit, wahrer Ehrlichkeit, wahrer Frieden und so weiter und so fort. Wo der Mensch ja soll lernen, das wirklich zu sein. Also logisch lernen denken, also wirklichkeitsgemäß, wahrheitsgemäß, oder verständig und vernünftig. Ja. Dass er das wird, dass er wahrlich ein Mensch wird und das soll sich verbreiten auf dem ganzen Planet, oder? Auch wenn er das raustreibt, nachher eines Tages mal so weit kommt, dass er das kann raustragen in den Weltraum, respektive auf andere Welten. Ja. Oder? Dass er dort nicht anfängt, Stunk machen, Krieg machen, wie da, wenn er es da macht, sondern dass das Böse soll aufgehoben werden, dass Gewalt soll verschwinden und der Mensch wirklich Mensch wird. Das ist seine Aufgabe, die er hat im Leben. Ja. Er hat nicht irgendwelche Aufgaben, die er muss erledigen. Das ist sein freier Wille, ob er es macht oder nicht. Es ist ihm nicht vorgeschrieben, du musst, oder? Sondern es heißt immer, du sollst. Ja. Oder? Und die Entscheidung, ob er es macht oder nicht, das liegt beim Mensch selber. Ja. Aber bisher sind da ja nicht allzu viele, die da Ausschau halten. Nein, wenn die ganze Menschheit nimmst von 9,5 Milliarden, so hast du vielleicht etwa 500 Millionen Menschen auf dieser Welt, die dem nachgehen, die sich bemüht, Frieden zu halten, wirklich, die so weit sind, dass sie nicht mehr andere ermorden und so weiter und so fort. Ja, in Israel ist ja schon viel Widerstand. Ne? Ja. Aber das kommt nicht so in den Massenmedien vor. Ja, aber richtig. Ja, die unterdrücken das halt, leider. Ja, Menschen denken eben. Ja. Und sie tun sich nicht einfach nach dem ausrichten, was die Höheren dann machen, oder? Wo sie rebellieren dagegen, oder? Ja. Obwohl sie selber vielleicht noch in einem Rahmen inne sind, wo sie genau gleich würden handeln, wenn sie ab Macht kämen. Ja, das ist, was ich bei vielen denke. Ja, die dann, das ist leider so. Die irgendwie auch in Kommentaren oder so gegen die Mächtigen wettern. Ja. Aber wenn die an die Macht kämen, sie selber als Ruder kommen, machen sie genau das Gleiche. Genau. Ja. Die lassen das ist sehr vielfach der Fall. Ja. Oder? Und wenn ich sage 500 Millionen bei 1,5 Milliarden wird, wenn die Menschheit einmal absinkt, dann sind es noch ein paar. Ja. Oder? Ja, also ich halte das schon für sehr optimistisch, 500 Millionen. Also ja, weißt das ist halt das ist jetzt einfach einmal so dahergesagt. Ja. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich viel weniger. Ja, glaube ich auch. Oder? Es ist einfach so vergleichsmäßig jetzt. Also ein Bruchteil. Ja. Wirklich ein kleiner Bruchteil. Ja. Die, Das ist leider so, es wird geredet, wieder das, was wirklich im Menschen ist. Das, was er wirklich denkt, was seine wirkliche Gesinnung ist etwas in der Regel etwas ganz anderes als das, was er dann sagen tut.
Ja. Weisst? Ja. Er sagt, das Gute in sich hinein hat aber das Böse. Ja. Oder? Ja. Aber das ist unversteckt, das kommt erst zur Geltung dann, wenn er an Macht kommt oder wenn er Gelegenheit hat dazu. Ja. Gell? Ja. Und so ist es auch mit den Menschen, weißt, wo mehr wollen sein als die anderen, wo sich wollen präsentieren. Ich bin der und der oder die und ich bin Schauspieler der und der, die Schauspielerin die und die. Oder der Regierungsbeamte, weiss sich der Teufel was. Oder, aber weißt, Menschen, die dann einfach an die Öffentlichkeit treten, sich gross machen oder sich gross fühlen oder weiss ich was. Es gibt so viele Möglichkeiten für den Menschen, dass er wirklich nur das machen tut, was er auch sagen tut. In der Regel ist das Wort etwas ganz anderes als das, was dann zur Geltung kommt, wenn wirklich alles so weit ist, dass der Mensch die Möglichkeit hat, selber zu regieren. Ja. Ja, es ist der Machtmissbrauch nicht weit weg. Ja, es ist genau. ganz selten, Genau. dass Leute nicht ihre Macht missbrauchen. Das sehe ich jetzt wieder da bei dem der Netanyahu. Nein, ja. Zelensky auch, oder? Nein, der Typ da, der von Trinidad da. Da weiß ich jetzt nicht, wen. Ja, das musst dann im Kontaktbericht lesen, wo sie extra gekommen sind wegen dem, was ich gerufen habe. Ja. Weil derjenige eine Sekte angefangen hat aufzubauen anhand von unseren Kontaktbericht. Ah. Ja. Und dann so verdreht und ja. Etwas, wo hinten und vorne nicht stimmt. Ja, genau. Ja. Das, und dann sammelt man wieder Menschen um sich, die gläubig sind. Ja, und da laufen die Leute wieder nur so hin. Ja, ne? Da laufen die haben dann ruckzuck 10.000 und mehr Anhänger. Ja, das ist wieder ein Glaube. Ja, weil sie nicht denken müssen. Es geht nicht ums wirkliche Wissen und Wort, um die Wirklichkeit, also um die Logik, sondern es geht effektiv nur ums Glauben. Ja. Ja, und dann so und wegen dem ist der Tag gekommen, der Quetzal gekommen, Florena und Indianer. Der Indianer und Bermuda. Ja. All miteinander erschienen. Ja, war schön eng hier. Ja. Ja, die Frauen haben Platz gehabt. Ja. Das geht dann schon. Weißt du, die sind nicht so breit. Sie sagt dann weiter, darum sprachen die alten Erdenphilosophen vom Menschen als dem Mikrokosmos im Makrokosmos, weil alles, was im Universum enthalten ist, sich auch im Menschen befindet. Ja. Da fällt mir immer das Beispiel vom Hologramm ein. Beim Transmissionshologramm, das ist ja wie so eine durchsichtige Folie. Ja. Ne, wo kannst du eigentlich nichts drauf erkennen. Du musst denken, das, was in der Schöpfungsenergie, in der Schöpfungslebensenergie vom Menschen enthalten ist, das ist das, was in der ganzen Schöpfung, in der Schöpfung selber enthalten ist. Ja. Aber es ist brach, es ist brach vorhanden. Der Mensch muss es zuerst entwickeln. Erstmal entdecke überhaupt, ne? Ja. Und dass es existiert. Ja, richtig. Um es dann in Anwendung bringen zu können. Ja, richtig. Was nicht ist, kann nicht sein. Ja. Oder? Ja, genau. Das ist genau das. Ja. Oder? Aber wenn etwas entdeckt wird, etwas wahrgenommen wird, dann kann man es nehmen und kann es entwickeln und kann es verstehen. Ja, genau. Oder? Durchs Lernen kann man es dann eben verstehen. Ja.
dann die Dimensionen des Innern im Menschen sind endlos. Ja, das ist halt, weil die Schöpfungsenergie auch endlose... Die Schöpfungslebensenergie ist endlos. Ja, Die durchstreift sämtliche Dimensionen, die es gibt. Und das sind Milliarden. ja, Oder? ja, Sonst wäre es ja auch nicht die Schöpfungslebensenergie, oder? Wo, ja, wo der Mensch daraus kann machen, was muss sein. Nämlich ein wahrlicher Mensch. Der also Frieden kann schaffen, Gewaltlosigkeit kann abschaffen, das Morden kann abschaffen, Liebe kann entwickeln, oder? Fortschritt, evolutionieren und so weiter und so fort. Die meisten erkennen das ja nicht, Nein. dass das überhaupt Das macht der existent Mensch in ist. der Regel nicht. Ja, Der lebt Und, einfach in seinem Glauben vor sich hin, ohne selber zu denken, ja, was tut sich eigentlich in mir alles bewegen, was kann ich lernen und so weiter und so fort. ja, Kann ich weitergehen, kann ich weitergehen, kann ich weitergehen. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, im Mensch innen durch den Glauben vergraben. ja, Oder? Er muss zuerst graben und wühlen und muss das frei machen, dass er das erkennt. Und dann, wenn er es erkennen tut, dann muss er es auch noch annehmen und muss es verarbeiten. ja. Und muss daraus Entschlüsse schaffen und aus den Entschlüssen muss er wieder Handlungen schaffen. Ja. Ja, so, wir werden eigentlich programmiert von klein auf schon, also zu gehorchen, zum ja. Glauben, Ja. ne? Und nicht zu hinterfragen. Das ist eben verkehrt. Ja, Man sollte das Kind von klein auf sollte man das Kind belehren, dass es selber muss denken, selber muss sehen, selber muss hören, auf sich selber, auf die Umwelt und so weiter und so fort. Und da sich evolutionieren und nicht einfach glauben, sondern die Logik wahrnehmen, also die Wirklichkeit wahrnehmen, die Worte wahrnehmen, so wie es tatsächlich ist und an dem arbeiten und an dem weitergehen und etwas daraus machen, etwas Positives. ja. Also solange da die Religion ist, Solange der Glaube, oder überhaupt Glauben, ist, der herrscht. ja, Oder der herrscht. ja, dann ist man nicht frei Nein. und kann sich dadurch dann auch nicht Da kann sich der entwickeln. Mensch nicht entwickeln, da bleibt er liegen. Wenn ein Mensch gläubig ist, dann bleibt er liegen in seinem Glauben. Er hat nur ein Skidenken. Ja, und ja, es wird auch alles durch diese Brille gefärbt dann, ne? Ja, richtig. So Ja. Glaubensbrille. Man sagt ja, du siehst alles durch eine Eine rosa-rote rote Brille. Brille, ja, genau. Oder? Ja. Und Und die rosa-rote Brille ist einfach Fantasie, Glaube, oder? ja, Ja. Ist nicht Wirklichkeit. imaginäre Dinge, ja, Ist nicht Logik. ja. Frieden ist dann aber wahrscheinlich auch nicht möglich. Also kurzfristig, so wie du sagst, Waffenstillstand, aber das ist ja kein Frieden. Das Genau. Das ist ja kein Und Frieden. ich rede jetzt von wirklichem Frieden, Ja, dauerhaften ja, Frieden. Ja. Ist Der dann Mensch nicht muss den möglich. Frieden in sich selber finden. Ja, Oder? Und der Frieden, den er in sich hat, am nächsten geben. Und schauen, weiter zu tragen, dass der sich verbreitet. ja, Aber das kannst das ist ja so schwierig, das ist ja so schwer. Da muss der Nächste genau anfangen zu denken, real denken. Oder? Dass er es dann auch entgegennimmt und weiterträgt. Oder? Und das ist aber bei den schwierig. Religionen ist das Das ist nicht unmöglich. Ist unmöglich.
Genau wie beim Militär, bei diesen Mörderorganisationen, das Ja. ist unmöglich. Die sind so aufs Ja. Morden im Grunde Ja. aus. Ja, Organisation, Ja. organisiertes Massenmord. Ja, Organisierter Massenmord ist Genau. das, ja. ja. Es ist Und- nichts anderes. Das und- Militär und- ist nichts anderes als organisierte Morderei. Ja. Ob es NATO ist, die grösste Mörderorganisation, die bekannteste Mörderorganisation, die wir haben auf der Welt. Aber jedes Land, wir haben, glaube ich, ein Land auf der Erde, das kein Militär hat. Ja, In klar. Südamerika, ich Ja, weiß aber, Costa Rica. Costa ist das, Costa ist Rica, das. ja. Aha. Die, Das ist das einzige Land, das kein Ja. Militär hat Ja. auf der Welt. ja. Und alle anderen Länder haben organisierte Mörder. Ja. Oder? Ich glaube, Bhutan hat auch keinen. Aber das ist so, Ja, das so ein weiß kleines ich Königreich im Himalaya, weißt Also du. zu meiner Zeit, Aber sowas, Bhutan ist auch so isoliert im Grunde. Mhm. Die öffnen sich so ganz langsam ja nur Ja. dem Westen oder überhaupt Ja. der übrigen Welt. Kann sein, dass sie aber auch Militär haben, aber ich glaube nicht Keine oder ganz Ahnung. wenig. Aber Costa Weißt du, Rica hat definitiv keine Armee. Eben, das ist das gewesen, was ich gewusst habe, aber ich habe nicht gewusst, dass es Costa Rica ist. Ich habe das einfach vergessen. Ja. Aber es ist möglich, dass Bhutan Ja, so auch... ein paar kleine. Monaco hat auch, Ja. aber die haben eine sehr die haben auch Polizei, Frankreich im Rücken. Ja, genau. Oder genau. Monaco hat Frankreich im Rücken und hat Genau. Legion im Rücken, oder? Ja. Und alles das, oder? Ja, bei Costa Rica ist allerdings auch, die haben die Amerikaner, also steht im Grunde unter dem militärischen Protektorat der Amerikaner. Ja. Aber trotzdem haben sie sich durchgerungen. Ja, Wenn du dir die ganzen anderen nostamerikanischen Länder anguckst, die Krieg geführt haben Ja. und El Salvador und so weiter, ist schon eine große Leistung, das ist eine grosse Leistung. ne? Dass sie gesagt haben, dann sagt sie weiter, ein Wunder, aber der Geist ist das Wunder aller Wunder, aus dem alle Kraft hervorgeht. Ein Wunder aber bedeutet Nutzung der Geisteskraft in Vollendung. Der Mensch aber legt ein Wunder in etwas, zu dem ihm alle Möglichkeiten einer logischen Erklärung fehlen. Das ist ja, was wir auch immer sagen. Oh, das ist ein Wunder, nur weil wir es nicht erklären können. Ja. Ne? Ja. Und viele Sachen, die früher noch wie ein Wunder wirkten oder so, da wissen wir jetzt halt, das funktioniert so und so. Der Mensch ist ein bisschen gescheiter geworden. Er hat das und dieses und jenes, was er wissenschaftlich kann erklären heute, oder? Ja. Aber, Oder Flugzeuge. Früher wäre das ein Wunder gewesen, ne? Wenn da einer mit einem Flugzeug gekommen wäre. Ja. Es wäre ihm da einfach unerklärlich gewesen, dass sich Flugzeuge können in der Luft alleine bewegen können, dass noch besser können fliegen als ein Vogel und so weiter und so fort. Ja. Und was einfach für den Menschen unerklärlich ist, das ist einfach das, was als Wunder bezeichnet wird. Ja. Wo dann auch wieder dieses Gläubige reinkommt. Da kommen da die gläubigen Sachen, die heiligen Sachen und so weiter und so fort. Wie in Deutschland, da gibt es einen Ort, da hat es etwa eine halbe Milliarde oder eine halbe Million, etwa eine halbe Million heilige Gegenstände. Ja. Weißt du, und jeder glaubt daran, dass die echt sind. Da hat man Nägel von der Kreuzigung, die nicht rostet. Da hat man das Blut von der Schwester von der Maria. Man hat die Lümpen, die der Immanuel anhatte.
und so weiter und so fort. Etwa 500'000 heilige Gegenstände, Ja. die im Laufe der letzten 2000 Jahre auftaucht sind. Ja, es ist halt ein gutes Geschäft halt, ne? Ja. Dieser Da wird, Reliquienhandel. wird nichts anderes als ein Geschäft gemacht Ja. damit. Und die Dummen glauben daran. Ja. Die selber nicht denken, dann nur glauben. Dann. Ja. Ja. Ihr stellt dir mal vor, etwa 500'000 Sachen haben sie. Ja. Ja. Sogar eben Blut von der Schwester von der Maria und ja. No, von den Dornenkronen irgendwelche da, die Dornen und weiss ich was. Und, ja. Ja. Es ist, ich weiss nur nicht mehr, wie die Kirche heisst und wie der Ort heisst. Es ist da irgendwo in Ostdeutschland, da irgendwo. Ja. Ja, ist halt, die Leute werden halt zum Narren gehalten, Ja. ne? Ist wirklich so. Ist halt, ja. Und das Volk glaubt halt dran, Ja. weisst. Die Wirklichkeit ist nicht so interessant wie das, was Fantasie, was Glauben ist und so weiter und so fort. Mhm. Das ist weniger interessant. Ja. Ja, ist nicht so fantastisch, ne? Ja. Genau. Das ist wie in den Filmen, das Fantastische Mhm. wird dann in Hollywood-Filmen Ja, verarbeitet, ne? eben so. Aber Ja. eben wenig Wahrheit. Weißt du, da wären da fällt eben die heiligen Sachen und auch die, wo Musikstücke, Mozart und weiss ich was und der Rodin und weiss ich was, das ist alles gefälscht worden. Tausendeweise Fälschungen von einem alleine. Von einem Künstler. Ja, Ja. Mhm. ja. Bilder und alles Mögliche, Skulpturen und weiss ich was, oder? Ja, das halt Der Geschäfte Paganini machen. und weiss, alles zusammen, weißt, da wird gefälscht und gefälscht, noch und nöcher. Ja. 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 Und verdreht. Ja. Davis da, eben der von Trinidad, jetzt kommt da. Voran ist der Dings gsi, der ist voran bei uns gsi. Der ist nachher ins Luzerner Hinterland gezogen, der soll aber gestorben sein. Der, wie hat der geheissen? Der hat sämtliche Kontaktberichte genommen und hat angefangen umschreiben und weltweit verbreiten. Ja. Genau, die Ilse von Jacobi. Ja. Da, oder Karl und Anna Veit. Mhm. Aber die haben das auch gemacht. Ja. Die haben das auch gemacht. Die haben dann die christliche oder die kritischen Dinge gegenüber der Religion dann rausgenommen oder so. Ja, das sind Sektiere ohne Gleiche. Ja. Wir sind bei mir ja da in- und ausgegangen, da zu Hinwil oben schon, oder? Mhm. Ja. Weißt, die sind schon damals sind zu mir gekommen und dann sind sie nachher, wo ich mich geweigert habe, eben Gott zu sagen, es ist sagen Sachen vom lieben Gott, da sind sie verrückt worden, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ja. Oder? Ja, aber das ist halt eben, du hast Prinzipien, ne? Ja, natürlich. Eben, das sind die entscheidenden Prinzipien auch. Ja, weißt du, und an denen halte ich halt fest. Das ist, das ist auch die Wahrheit. Das ist einfach das. Ich halte an dem fest, was real ist und nicht irgendwelche Fantasien, oder? Ja. Und das hat denen gar nicht gepasst, oder? Eben, und die Ilse von Jacobi, die ist wahrscheinlich auch gestorben, weiss ich, wie lange schon. Die hat angefangen, alles zu verdrehen. Mhm. Kontaktberichte anfangen umschreiben. Und dahinter ist wahrscheinlich Karl und Anni Veit gestanden, oder? Wo ihr gesagt hat, du musst es so und so schreiben. Und sie hat es natürlich gemacht, oder? Mhm. Ah, die war mit denen
Ja, die sind miteinander sind die aufgekommen, also schon mal auf Hinweil auf. Die Ilse von Jacobi ist noch alleine gekommen, wegen dem und diesem und jenem und Sani und Vanni Weitz sind auch zweimal separat gekommen und ja. Und die haben mich wählen oder sind mich angegangen und haben gemeint, ich könnte Plejaren dazu bringen, dass sie auf RA mitgenommen werden, oder? Und das Wort Gottes der König verbreiten. Ja. Und, weißt du. Ja, das ist so, aber Ja. wie stark das Missionieren da auch wieder durchkommt, ne? Ja. Die Plejaren Weißt du, zu das- versuchen zu ja. missionieren. Weißt du, und das ist noch viel weiter gegangen mit der Anni Ja. Veit. Die hat noch viel mehr wollen. Ja, oder? hast mir ja mal erzählt. Ja. Sekunde. Ach so, dann ist ein Mensch glücklich, dann kommt sein Glück von innen heraus. Denn Glück ist ein selbst geschaffener Zustand, niemals aber ist Glück ein Ort. Ja. Ja, ist so. Also Der Mensch tut in sich selber das schaffen, was ihn zu dem bringt, wo man sagt, glücklich sein. Und glücklich sein ist das, wenn der Mensch das in sich hinein hat, wo er der Wort nachleben tut und nicht irgendwelche Zweifel hat und nicht hin und her gerissen wird von dem und diesem und jenem, sondern seine Linie hat, seine ehrliche Linie hat, wo er verfolgen tut und leben tut danach, oder? Und er froh und zufrieden ist, oder? Und das gibt das Gefühl, wo man sagt, es ist Glücklichkeit, wo der Mensch in sich fühlen tut, wie soll ich sagen, wo das nicht irgendetwas durch irgendetwas kaputt gemacht werden kann. Wo auch eine Sicherheit ist, dass es tatsächlich Wort ist, dass es tatsächlich logisch ist. Oder? Dass das nicht wanken tut. Oder? Und das hat nichts mit dem zu tun, dass der Mensch die und diese und jene Gefühle hat, von Liebe, von Hass oder weiss ich was, einfach, dass ein Gefühl gesteuert wird. Sondern es ist etwas in ihm hinein, wo nicht wanken tut. Wo ihm eine Sicherheit ist, eine absolute Sicherheit, wo logisch ist. ja. Und Das ist das, was man kann sagen, es ist Glück. Aber das einem Menschen erklären, was wirklich Glück ist im Menschen, das hat nichts mit dem zu tun. Ja, ich habe Glück gehabt. Sondern das ist eine Glücklichkeit, eine Freiheit, eine Sicherheit im Menschen, die nicht wanken. Ja. Das hat nichts mit dem, dass er einmal ausrufen muss oder sonst irgendetwas oder dass das tangiert wird davon. Das tut es absolut nicht. Das ist unangreifbar. Wenn der Mensch in sich Glücklichkeit geschaffen hat, dann lebt er nach dem, was logisch ist, was die Worte, was die Ware, was die Wirklichkeit ist. Und das ist nachher unangreifbar. Ja. Jede, wo nichts zu tun hat mit einer Stimmungsänderung oder sonst irgendetwas, eben mit einem Gebrüll oder mit Tränen, die dir runterlaufen oder sonst irgendetwas, das hat rein gar nichts mit dem zu tun. Ja. Genau. Freude kommt aus dem Innern des Menschen hervor, geschaffen aus geistiger und bewusstseinsmäßiger Ausgeglichenheit. Eben, das ist das. Genau, diese Ausgeglichenheit ist unerschütterlich. Ja. Und
Alles kommt also von innen. Die Dinge und Menschen, die scheinbar die Ursache des Glücks bilden, sind nur der äußere Anlass dazu, dass das Glück im Menschen sich zum Ausdruck bringt, wenn er sich bewusstseinsmäßig darauf hingearbeitet hat. Ja, also Ja, auch was er sich erarbeitet hat, richtig. ist Das, nicht das, so. das musst du als Mensch bearbeiten. Das ist dir nicht einfach gegeben. Ja, Das ist untergründig ist das vorhanden, aber das musst du zuerst entdecken und musst es erarbeiten und musst es zu dem machen, was es wirklich ist, was vorgegeben ist durch Schöpfungslebensenergie. Da drin ist es ja enthalten, aber du musst es zuerst machen. Du musst es zuerst ergreifen, du musst es zuerst finden, du musst es zuerst erarbeiten und zu dem machen und bei dem dann bleiben, was es tatsächlich ist. ja. Ja, hier Glück ist aber etwas, das auch zum Innersten, zum geistigen Wesen gehört und es ist ein untrennbares Merkmal der Existenz der Schöpfung. Ja. Also ein untrennbares Merkmal der Existenz der Schöpfung. Das ist ja das, was ich dir vorhin gesagt habe. Das ist sozusagen, dass dann die Schöpfungsenergie oder Schöpfungslebensenergie dann sich so entfalten kann in einem, wie es eigentlich gedacht ist. Genau, So wie es eigentlich die Schöpfung vorgesehen hat. genau. Ja. Denn das ist, ich hatte vorhin schon gesagt, es ist alles in der Schöpfungslebensenergie enthalten. Ja. Und ja. das, was dort enthalten ist, das ist das, was eigentlich die Schöpfung, wie man so, oder ich kann es nicht anders sagen, wo die Schöpfung verkörpern tut. Oder? Ja. Wo die Wirklichkeit, die Existenz von der Schöpfung ist. Das ist alles, die ganze Existenz von der Schöpfung ist in der Schöpfungslebensenergie enthalten. Ja, ja. Jedes Jota, was die Schöpfung selber ist. Ja. Und darum kann sich der Mensch ja über viele Stationen hinweg auf das einrichten, auf das zu entwickeln, dass er schlussendlich mit der Schöpfung eins wird. Ja. Das ist ja der Zweck von der Übung. Ja. Ja. Weisheit ist eine urige, gewaltige Macht. Und Weisheit ist Licht. Weisheit ist ein Kennzeichen der Existenz des Geistes und des Bewusstseins und trägt in sich die Qualitäten des Glücks, der Wahrheit, des Wissens, der Ausgeglichenheit, der Schönheit, der Harmonie und des Friedens. Ja, aber das Problem ist, du kannst das in dieser Welt, wo wir da haben, auf der Erde, kannst du das nicht ausleben. Und ja, nur im Geheimen im Grunde. Ne? Ja, also ja, für oder dich selber, ja. kannst du es leben, Ja. aber du kannst es nicht ausleben Ja. gegenüber der Umwelt, Ja. gegen den Mitmenschen. Ja. Du kannst es zum Beispiel ausleben gegenüber der Natur, gegen die Pflanzen, gegen die andere Lebewesen, aber nicht gegen den Menschen. Auch gegenüber Tieren oder so. Viele Menschen haben ja lieber ein Tier als einen anderen Menschen. Ja. Weil Hund, der ist dir immer dankbar und der freut sich immer, wenn du kommst. Ja, das geht aber nur so lang, bis das Tier überflüssig wird. Weißt du, da überflüssig wird und so weiter und so fort. Ja, das gibt's natürlich auch, dass eben ein Tier wird angeschafft und dann haben irgendwann nicht mehr. Ja. Aber es gibt. Das ist ein Teil davon, wo dann ein bisschen sichtbar wird. Aber es kommt nicht in dieser Form zur Geltung, wie es eigentlich müsste.
Es ist mehr eben zweckbedingt. In den meisten Fällen. Meist Mit Tieren, ja. Ja, ja. Das Mhm. ist es leider. Ja, Ja. ja. Und Ja, viele Tiere werden ausgebeutet und Ja, oder dann richtig. eben ja, Handtaschenhunde, ja, genau. so, ne? Oder Verhätschelt, ja, oder? verhätschelt, ne? Das ist auch, Ja. ähm, Oder quält, oder weiß ja, ich was. Es funktioniert halt eben nicht so. ja. Aber dieses Ausleben in der Gesellschaft ist das eigentlich gar nicht möglich, Nein, weil es ist nicht möglich. so, Und was du weißt, das musst du in der Regel für dich behalten. ja, Du darfst nicht gucken, sagen, das, dieses und jenes, was wirklich ist, was die Wahrheit ist. Du musst drum herumreden, du musst es für dich behalten, du musst einfach schweigen. Weil es von der Umwelt falsch aufgenommen wird oder nicht verstanden wird oder weiss ich was, oder dann musst du es für dich behalten. Je mehr als du weißt, umso mehr musst du schweigen. mhm. Ja, weil weil du dich Weißt immer du? mehr entfernst oder Nein, von dem Wissen der anderen, meine ich. Also, na, ja, oder, du ne? bist Zu weit entfernt von voraus. dem, was die anderen wissen. Ist Das ist genau. logisch. Ja, Aber wenn du dann auch irgendetwas sagst, dann heisst es, ja, der ist verrückt. ja, ja. Oder der spinnt, oder der lügt, oder der erzählt Märchen, oder sonst irgendetwas. Ja. Du musst schweigen. Mhm. Oder? Das ist ganz einfach. Ja. Ja, es ist verrückt. Ja. Das ist leider so. Ja, und da sagt sie noch, Weisheit ist aber auch das Kennzeichen eines Menschen, der die Existenz des Geistes und des materiellen Bewusstseins erkannt hat und schöpfungsgesetzmäßig damit arbeitet. Mhm. Und Weisheit ist Bewusstseinsentfaltung sowie Bewusstseinskraftnutzung und Geisteskraftnutzung. Also, Eben, und Bewusstseinsentfaltung ist das, wenn du Kraft, die Energie, Kraft von dem nimmst, von deiner Schöpfungslebensenergie und tust lernen und tust dich evolutionieren damit. Das ist das gemeint. ja, was du in deinen Büchern schreibst, halt dann, Ja. wenn du das nach und nach in Anwendung bringst, Ja, entfaltet sich das halt. richtig. So, aber muss halt angewendet werden. Genau. Ja. Gut. Sie sagt dann später noch, das hast du alles schon gesagt, muss ich dann nicht nochmal wiederholen. Also ja, Erkenntnis der Wahrheit bringt Befreiung von allen Begrenzungen. Mhm. Und das ist eben schon, was ich auch in einigen Interviews, die ich jetzt auch schon hochgeschaltet oder im Internet zu sehen sind, wo das auch durchkommt, dass die Leute dann, wenn sie auf deine Lehren gestoßen sind und sich dann damit intensiv befasst haben, dann nach und nach erkannt haben, sich anfangen aufmachen in sich selber und anfangen lernen ja, und sich ändern. ja, dass sie sich dann von, wie es bei mir natürlich auch war, von Begrenzungen befreit. Ja, Ne? genau. Dass man dann, ja, Ja. ja. Und sie sagt dann, ein Mensch, der von Liebe erfüllt ist auch reich an Weisheit und ein Mensch, der reich an Weisheit ist auch voller Liebe. Ja. Das gehört ja irgendwie zusammen, Liebe und Ja, das Weisheit. gehört zusammen. Das kannst du nicht trennen. Ja, Das ist untrennbar. warum? Oder, Aus ja, dem Grund, weil wahre Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sondern wahre Liebe ist auch Wissen. Und wenn du viel weißt, dann sagt man, das ist Weisheit.
Es ist nicht einfach das, wie soll ich sagen, so wie Weisheit deklariert wird beim Erling, der weiß eigentlich viel. Oder Weisheit ist das, wo du die Realität kennst, wie es wirklich ist. Das ist Weisheit. Mhm. Und in der Weisheit steckt also das Wissen, dass es tatsächlich so ist. Dass es effektiv so ist. Das ist Weisheit. Ja, du definierst ja die Liebe auch als eigentlich ein Wissen. Das Wissen Ja, natürlich. Das ist, oder die Gewissheit, Liebe ist in allem zu existieren. Weisheit. Weisheit. Du hast zum Beispiel eine Liebe für einen Mensch. Du weißt, dass es tatsächlich so ist. Du hast wirkliche Liebe. Du bist verbunden mit einem anderen Mensch, mit seinen Gefühlen, mit seinem Denken, mit seiner Art und Weise, die er hat. Oder du weißt, dass das harmoniert mit dem, was du in deinen Gedanken hast, in deinen Gefühlen hast und so weiter und so fort. Oder? Mhm. Das ist aber nur, wenn du wirkliche Liebe hast, nicht eingebildete Liebe. Mhm. Weißt du, eingebildete Liebe, das haben unzählige Menschen. Oder? Ja, das wollte ich nämlich jetzt fragen. Du unterscheidest ja zwischen Denken und Scheindenken. Ja. Und Das Denken ist selber wirklich Denken. Ein Scheindenken ist nur aus einem Glauben raus. Ein Mensch, der Glauben tut nur Scheindenken. Der Schein, das, was Schein ist, das ist Glauben. Er meint, es sei so. Das ist Schein. Oder wenn du meinst, es sei so, dann ist es nur Schein. Du weißt ja nicht, dass es tatsächlich so ist. Du nimmst es nur an und etwas einfach annehmen ist ein Glaube. Es ist also ein Schein. Ja. Oder darum sagt man eben Scheinglauben. Ja. Und so, ich hatte dich ja auch schon mal danach gefragt, so im Radio mit all den Liedern, die dann von der Liebe handeln, oder auch in all den Filmen, ist ja fast immer ein Thema. Das kommt mir immer mehr wie so Scheinliebe vor. Ja, weißt? Das ist es auch. Das ist wirklich das ist so. Nur Schein. Heute ist man verliebt und dann übermorgen trennen sie sich wegen irgendeiner Kleinigkeit. Genau. So. Genau. Eben. Es ist alles nur Schein. Ja. Und dort, wo wirkliche Liebe ist, dort bleiben die Menschen tatsächlich zusammen. Sie bleiben sogar ein Leben lang zusammen. Sie denken sogar aneinander, wenn das andere nicht mehr da ist. Ja. Das andere gestorben ist. Sie leben gleich noch mit dem zusammen. Ja. Auch wenn es nur in Gedanken ist. Ja. Oder? Ja. 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 Ja, und da dachte ich, ja, das ist eigentlich Scheinliebe. So könnte man das nennen. Ne? Ja. Kann man Scheinliebe nennen. Ja, das ist tatsächlich so. Und alles, was gläubig ist, ist eben Schein. Ja. Darum heißt es Scheinglauben. Sie glauben, sich zu lieben, aber es ist gar nicht so. In Wirklichkeit ist es tatsächlich nicht so. Ja. In Wirklichkeit ist es nur Glauben. Es ist nur Schein. Ja. Darum heisst es eben Schein. Ja, und auch. Das habe ich schon als kleiner Bub gelernt beim Sport. Ja. Aber das natürlich so in einer Beziehung zum Beispiel, du schreibst ja dann auch von Empfindungsliebe, ne? Dass das eben wahre Liebe ist, eben. Ne? Das ist, wo man was empfindet und nicht nur fühlt. Das ist dann wo man wirklich mit dem anderen zusammenlebt. Das ist eine Empfindung, wo dann gegenseitig ist. Ja. Kann man sagen, dass das vom
von dem Wesen in einem ausgeht? Das ist das, was der Mensch lernt in Wirklichkeit, wo er tut unterscheiden, was ist das Wirklichkeit, ist das jetzt logisch oder ist das nur Schein? Ja, und da braucht man, glaube ich, schon ein bisschen Weisheit für, um zu erkennen, sind das jetzt nur sozusagen Gefühle der Anhaftung oder ist es wirklich eine Ja, Empfindung? weißt, Gefühl schafft der Mensch manchmal fälschlicherweise für irgendwelche Sachen, wo falsch sind. Ja, Das ist nicht Empfindung, das sind einfach Gefühle, wo der Ja. Mensch durch sein Denken erzeugen. ja, Empfindungen sind aber ganz anders, das hast du sicher schon erlebt, wo du etwas empfunden hast, wo du andererseits vielleicht voran einmal gedacht hast und Gefühl geschaffen hast und da hast du den Unterschied gemerkt. Ein Gefühl ist ganz anders als das, was ich jetzt empfinde. Das hast du sicher schon erlebt in deinem Leben. ich messe das dann daran, wenn es problematisch, also in jeder Beziehung gibt's mal, ich sag mal, Streit oder so und oder eben auch bei Freunden, wenn man im Krankenhaus liegt, dann weißt du, wer deine Freunde sind. Ja. Deine Freunde kommen dich besuchen, weil es Ja. geht dir dann schlecht und ne, dann sind sie an deiner Seite, Ja. wenn du sie am meisten brauchst, als Beispiel. Ja. Und so auch eben in Beziehung, dass man eben, Eben. Dort hast du das vielleicht erlebt. Der Unterschied zwischen Gefühl und Empfindungen, wo du im Spital bist und dich die und diesen und jenen besucht haben. ja, Da hast Ja. du wahrscheinlich den Unterschied gemerkt Ja. zwischen Gefühl und Empfindungen. ja, Das ist eine Ja. Möglichkeit, die Ja. du kannst erlebt haben. ja, ist schon lange her. Ich war mit 19 das letzte Mal im Krankenhaus. Und ja, aber ja, ist so, genau. Also daran kann man das gut sehen. Ja, wir müssen gleich aufhören. Aber in einer Beziehung halt auch wenn man dann, sagen wir mal, getrennt ist und dann stört einen das gar nicht so, dann ist auch so für mich, ja, dann ist das eigentlich nur wie so eine Freundschaft im Ja, Grunde. Man ist sich nicht wirklich nah, Ja, so, ne? Genau. Wenn man sich wirklich nah ist, Genau. dann stört einen das so ein bisschen. Dann möchte man, dass die Person bei einem ist Genau, oder man möchte genau. wieder zurück oder so. Das merkst du. Ja. Das ist was Empfindungen sind und was Gefühle sind, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Aber gang mal schauen, bei diesen Menschen, die kein Unterschied. Ja, Das ist genau. es, Weil das ist auch nicht so einfach Nein. Sie festzustellen. machen sich auch nicht Gedanken darum. Ja, Oder? Heute bei dem, morgen bei der ja, und so weiter und so fort. Oder? ja. Das ist denen so lange bereit. Ja, genau. Ja. Auch vor allen Dingen, wenn man so liest, irgendwie in der Klatschzeitung oder so, das geht eine Ehe auseinander. Ja. Und dann vergeht nur ein paar Monate, wenn überhaupt, schon wieder die nächste Beziehung. Ja. Wo ich dann Ja. auch, Wann überhaupt so lange geht. Ja, oder nahtloser Übergang, genau, so, ne? Oder sogar der Trennungsgrund. Ja. Wo ich dann denke, irgendwie kann ja nicht viel an der Beziehung gewesen sein, weil Ja. wenn man das so leicht Wenn das so hinter sich lässt, alles. wenn die Menschen so beobachten, zum Beispiel Trump, Ja, oder? Da schaust du mal den Trump an und seine Frau, die er hat. Da geht es nur um Geld. ja, Genau wie es beim Ding geht, zu Wien raus, da beim, wie heisst er? Wie heisst er jetzt? Ist jetzt etwa 90 oder 92 sogar. 90 oder 92.
ja, so viele Beziehungen bei Reichen oder so. Da geht es nur um Geld. Ja. Es geht nicht wirklich um Gefühl oder Empfindungen oder so. Es geht nur ums Geld. Ja, und um Aussehen, ne? Dass die Frau muss Ja, hübsch sein und das, der Mann reich in der Regel. Ja, Ne? ja. Genau. Oder eben. Ja. Ja, Gut, ich danke dir.